Mein Name ist Brigitte von Wnuk-Lipinski. Ich bin 72 Jahre alt und arbeite seit 44 Jahren, seit 1976, hier in Gittis Bierbar. Ich habe als Serviererin hier angefangen, beim älteren Ehepaar, und die waren kinderlos und der Mann ist dann sehr krank geworden nach kurzer Zeit, und dann hat sie mich schon praktisch alles machen lassen. Die hat sich vollkommen zurückgezogen, und dann habe ich meinen Gaststättenleiter, musste ich ja erst machen, zu Ostzeiten war es ja so, ne? Und hat eben lange gedauert, bis ich rangekommen bin, weil angemeldet. Und dann habe ich den Gaststättenleiter Koch Kellner hier nachgemacht auf der Abendschule und den Abschluss und dann übernommen 1989. Dann ist sie vollkommen raus und ich habe es dann übernommen. Also praktisch in Amt und Würden mit Namen und alle, die Arbeit ist geblieben, die war vorher die gleiche wie. Bloß eben, sagen wir mal so, die Verantwortung war schon anders. Ne? Wenn da irgendwie was gewesen wäre, hätte sie die Verantwortung gehabt. Gaststätte Schönhof. Jetzt habe ich immer überlegt, viele sagen Kringel, weil die wollte mal einen Kaffee draus machen zu Ostzeiten, die Frau Schönhof. Und das wurde natürlich nicht gestattet, weil das war ja hier Grenze. Und da wollten sie keinen Kaffee. Und da hat sie schon alles fertig gehabt. Und in den Fenster war auch so eine Glasdinger hing da, und da stand drauf so rund Gaststätte Schönhof. Aber in der Mitte stand Kaffee, Kuchen, Spirituosen. Und deshalb sind die immer davon, und dann am Sonntag wurde immer eine Schwarzwälder Kirschtorte und eine Sachertorte geliefert. Und die stand natürlich auch in den Fenster denn für Außerhausverkauf, und dadurch sind viele ausgegangen und haben den Kaffeekringel gesagt. Und deshalb sagen die manchmal heute noch, wen ins Kringel oder so, ja. Die meisten sagen, wir gehen zu Gitti, aber viele sagen auch von früher. Das ist ja so, früher das war gang und gäbe, alle, die hier vorbeigekommen sind von der Arbeit, sind reingekommen, haben ihr Bierchen getrunken. Das war eben so, die gehörte dazu. Und natürlich ihre Kinder auch mitgebracht, die dann eine Fassbrause getrunken haben. Und das sind natürlich heute noch meine Gäste. Ne, die jungen Leute sind geblieben, die habe ich aufwachsen sehen. Ja, natürlich. In der DDR geboren, am Rosenthaler Platz in der Joachimstraße. Ist ja nicht weit von hier. Geboren und aufgewachsen und geblieben. 8 Jahre zur Schule gegangen, gelernte Physiklaborantin, und bin dann eigentlich durch ein persönliches Problem, damals durch eine Scheidung, in der Gastronomie bei einer Freundin, und bin dadurch hängen geblieben. Die hat, mein damaliger Mann, der hat im gleichen Betrieb gearbeitet, ne, eine Forschung ist ja immer sehr klein, man kann sich kaum aus dem Weg gehen. Ne? Und da habe ich musste da raus, und da sagt die, ach Gitti, wir suchen noch jemanden, die hatte da Stadtmitte das Kaffeebuffet gehabt, und ihr Bekannter war, der kommt noch zu uns und so. Ich sag, klar, kann ich ja, war ja jung damals, kann ich versuchen. Und so bin ich in der Gastronomie rein. Ja. Und habe es bis heute nicht bereut. Ich habe gesagt, wer hier reinkommt, ist Gast, und wenn es der Kaiser von China ist. Der ist Gast, nicht mehr und nicht weniger. Mich interessiert es nicht, was der hat, was der ist, was der macht. Wenn er hier reinkommt, muss er Gast sein, und dann interessiert mich das nicht.